Hallo zusammen und herzlich willkommen hier in Istanbul. Herzlich willkommen zu diesem neuen Flugreport bei zwischen Gate und Ziel. Heute geht es mit der Turkish Airlines Business Class in der Boeing 787-9 von Istanbul hier nach Amsterdam. Das Ganze auf einem schönen Fensterplatz und ihr seid herzlich eingeladen mitzukommen. Zunächst geht es aber erstmal hier am Istanbul Airport in die Turkish Airlines Business Lounge. Ja, und da bin ich auch schon am Haupteingang zur Turkish Airlines Business Class Lounge. Und zu eurer Orientierung nochmal, wenn ihr lieber euch an beispielsweise Gate-Nummern orientiert, das Gate E1, das liegt hier direkt gegenüber. Auch wenn die Lounge während meines Aufenthaltes sehr voll war, nehme ich euch selbstverständlich mit auf eine kurze Tour durch ein türkisches kulinarisches Erlebnis in der Turkish Airlines Business Lounge. Beachtet hierbei, es gibt zwei Lounges, einmal die Miles & Smiles Lounge und die Business Lounge, die ihr in diesem Video seht. Ja, wie eben schon gesagt, auf den europäischen Strecken, da würde man jetzt normalerweise ein Schmalrumpfflugzeug, also ein typisches kleineres Flugzeug erwarten, wie zum Beispiel eine Boeing 737-800 oder ein Airbus A321. Aber Turkish Airlines setzt auf diversen europäischen Strecken von Istanbul ausgehend immer mal wieder Widebodies ein, beziehungsweise zu einigen Destinationen sogar planmäßig. Und Amsterdam ist eine davon. Und das ist immer eine tolle Möglichkeit, das Langstreckenprodukt von Turkish Airlines auf einem relativ kurzen Flug einfach mal kennenzulernen. Das Spannende hierbei ist, dass Turkish Airlines häufiger auch mal Promotarife anbietet. Das heißt, ihr könnt durchaus mal nach Istanbul für knapp 100 € oder 100 bis 150 € fliegen und habt dann häufig die Möglichkeit, diesen Flug auch zu upgraden. Ein Upgrade in die Business Class aus der Economy Class kommend kostet meistens so zwischen 250 und 300 € bei Turkish Airlines. Das Ganze wird euch dann auch proaktiv in der Turkish Airlines App angeboten. Das heißt, ihr habt hier direkt die Möglichkeit, etwas Geld zu bezahlen und ein Langstreckenerlebnis auf einer Kurz- bzw. auf einer Mittelstrecke innerhalb Europas zu genießen, in der Business Class. Wenn ihr in der Business Class von Turkish Airlines unterwegs seid, habt ihr hier am Istanbul Airport übrigens einige Annehmlichkeiten, die ihr nutzen könnt. Zum einen natürlich die Turkish Airlines Business Class Lounge, aber auch am Eingang zum Beispiel eine priorisierte Sicherheitskontrolle, eine priorisierte Ausreisekontrolle und natürlich gleich beim Boarding das Prio-Boarding. Das heißt, ihr seid die Ersten, die einsteigen. Und während ich hier gerade auf dem Weg zu meinem Abfluggate bin, nämlich dem Gate B15 heute, nochmal einige Informationen allgemein zu den Laufwegen hier. Ihr solltet generell immer Zeit mitbringen am Istanbul Airport. Der Airport ist wirklich sehr, sehr groß. Ihr habt teilweise immense Laufwege. Ich habe jetzt das Glück, dass ich vom B-Bereich abfliege. Das heißt, von der Lounge aus gesehen sind es jetzt für mich circa 10 Minuten zu Fuß. Vom Haupteingang, ich würde mal sagen, eine Viertelstunde zu Fuß. Aber es gibt hier eben auch noch andere Gate-Bereiche, zum Beispiel die Gates F, also den F-Bereich. Da habt ihr durchaus längere Fußwege. Plant da gerne mal 20 bis 25 Minuten ein, je nach Lauftempo natürlich. Und wie gesagt, Turkish Airlines setzt die Widebodies, also die Langstreckenflugzeuge, natürlich auf den Langstrecken ein, aber eben auch teilweise auf europäischen Strecken, also auf Flügen von so 3 bis 4 Stunden, wie jetzt heute auch nach Amsterdam mit der Boeing 787 und allgemein zur Turkish Airlines Langstreckenflotte. Turkish Airlines hat bis vor ein paar Jahren nur A330 und Boeing 777, also die 777 betrieben, hat aber vor einigen Jahren eine Großbestellung bei Airbus und Boeing aufgegeben, und zwar für die Boeing 787, also den Dreamliner, den wir uns heute anschauen, aber auch für den Airbus A350. Und mit diesen beiden Flugzeugtypen modernisiert Turkish Airlines fortlaufend die Flotte.
Das heißt, derzeit sind 4 Flugzeugtypen für die Langstrecken im Einsatz. Wie gesagt, der gute alte A330, die Boeing 777, 777, die Boeing 787 und der Airbus A350. In der Boeing 787 und im Airbus A350 habt ihr darüber hinaus ein neues Business-Class-Produkt, was ein bisschen mehr Privatsphäre bietet, denn das Ganze ist in einer 1-2-1-Konfiguration angelegt. Das heißt, jeder Sitz hat einen Gangzugang. Beispielsweise im A330 bzw. in der 777 ist es eine 2-2-2-Konfiguration oder gar eine 2-3-2-Konfiguration. Da hat eben nicht jeder Sitz einen unmittelbaren Gangzugang und man hat natürlich ein bisschen weniger Privatsphäre. Hier am Istanbul Airport im internationalen Bereich wird übrigens auch sehr viel Wert auf Sitzmöglichkeiten gelegt. Ihr seht es im Hintergrund, es gibt hier verschiedene Sitzinseln quasi. Es gibt Bänke, aber es gibt auch einige kleine Arbeitsbereiche mit Laptop-Steckdosen etc. Istanbul Airport ist dementsprechend auch ein mehrfach ausgezeichneter Airport, unter anderem von Skytrax. Ja, und angekommen am Gate B15 stelle ich gerade fest, dass das Boarding schon begonnen hat, beziehungsweise sogar schon Last Call, also letzter Aufruf, aktiviert wurde. Wir haben es jetzt 13:25 Uhr, Abflug ist um 14:05 Uhr. Und hier nochmal ein Tipp für euch. Turkish Airlines gibt die Boarding-Startzeit auf den Bordkarten immer mit 1 Stunde vor Abflug an. Das wird teilweise auch wirklich so umgesetzt. Das heißt, mein Tipp für euch, wenn ihr mit Turkish Airlines fliegt, seid wirklich rechtzeitig am Gate, denn das Gate schließt 20 Minuten vor Abflug. Und wie gesagt, das Boarding startet teilweise wirklich sehr, sehr früh. Hier nochmal im Hintergrund zu sehen, es sind auch tatsächlich schon einige eingestiegen. Das werde ich jetzt auch machen, damit ich mein Business-Class-Erlebnis hier in der Boeing 787 von Turkish Airlines komplett genießen kann. Und damit herzlich willkommen hier in der Turkish Airlines Business Class in der Boeing 787-9 im Dreamliner auf unserem Weg jetzt nach Amsterdam. Mein Sitzplatz hier heute, der Sitz 2A, der ist übrigens auch direkt am Fenster. Ihr müsst aufpassen, es gibt hier immer in Zweierabschnitten verschiedene Sitztypen am Fenster. Der eine eben direkt unmittelbar am Fenster, der andere ein bisschen weiter entfernt. Das heißt, diese Ablage wäre dann auf der Seite. Ja, und ihr seht, es gibt hier wirklich immens Platz und auch Privatsphäre. Denn es ist fast schon wie eine Suite so ein bisschen aufgebaut, ohne Tür. Aber ihr seid hier sehr abgeschottet schon mal von den anderen Passagieren. Und wir schauen uns auch einmal direkt das Sitzumfeld hier an. Ihr seht, hier ist ein kleiner Schrank, den könnt ihr auch schließen und abschließen sogar. Da drin eine Steckdose und ein USB-Port und eben hier noch die Möglichkeit, ein bisschen was hinzustellen. Auf einer Langstrecke wäre da jetzt auch ein Amenity-Kit. Ein Amenity-Kit gibt es hier aber auf dieser Strecke nach Amsterdam heute nicht. Eben waren da auch noch diese Kopfhörer drin. Die gibt es hier auch, um das In-Flight Entertainment zu nutzen. Und ansonsten, ihr seht schon, generell viel Platz hier. Hier gibt es auch eine herausnehmbare Fernbedienung bzw. ein Bedienteil für das In-Flight Entertainment. Ja, und hier unmittelbar neben dem Sitz auch die verschiedenen Sitzeinstellmöglichkeiten. Ich habe hier die Möglichkeit, auch auf Do Not Disturb zu drücken. Das heißt, die Crew bekommt ein Signal bzw. erkennt, dass ich nicht gestört werden möchte. Zum Beispiel bei Nachtflügen sinnvoll. Ich habe die Möglichkeit, hier direkt den Bildschirm auszustellen. Und ich kann eben auch verschiedene Schnellwahl-Modi auswählen, die dann den Sitz eben verstellen. Also zum Beispiel in die Lounge-Position, in die Position, die beim Start bzw. bei der Landung vorausgesetzt ist und in eine natürlich hier vollkommen vorhandene
Schlaffunktion, das heißt in mein Bett. Ihr habt hier auch die Möglichkeit, diese Armlehne, um den Schlafkomfort zu erhöhen, ein bisschen zu verstellen. Ich zeige euch das mal. Und zwar könnt ihr hier einfach auf diesen Knopf drücken und diese dann runterfahren. Das macht dann die Bettfläche noch mal ein bisschen größer. Weiterhin befindet sich hier direkt vor euch der Tisch. Ich fahre ihn einmal aus. Wirklich sehr, sehr groß. Und ihr seht, er ist auch verstellbar. Ihr könnt ihn auch zu euch näher ranziehen und eben auch relativ einfach wieder verstauen. Links neben meinem Sitz habe ich auch die Möglichkeit, hier noch eine Lampe anzumachen. Ihr seht sie. Und es gibt noch eine zweite Lampe und es gibt noch einen Bettmodus. Der würde dann alle 3 Lampen aktivieren und hier hinten auch noch ein 4. Schalter, um alles wieder auszumachen. Ja, und zudem natürlich Dreamliner typisch. Ihr habt keine klassischen Fensterblenden, sondern ihr habt diese beiden Knöpfe hier, mit denen ihr das Fenster entsprechend abdunkeln könnt. Darüber hinaus gibt es bei diesem Europaflug hier ein Kissen. Das wäre jetzt auf der Langstrecke ein deutlich größeres Kissen und auf einer Langstrecke würde hier auch schon eine Decke bereitlegen. Auf dieser relativ kurzen Strecke, auf dieser Europastrecke hier nach Amsterdam, könntet ihr euch das Ganze, wie gesagt, bei der Crew bestellen. Also die würden euch jetzt Decken oder noch weitere Kissen natürlich bringen. Ja, und hier auch einmal zu sehen, der wirklich große Bildschirm. Wie immer bei Turkish Airlines habt ihr die Möglichkeit, hier im In-Flight Entertainment System verschiedene Sprachen auszuwählen, darunter auch Deutsch. Und das Ganze beginnt mit einem kurzen Werbespot, den könnt ihr aber nach wenigen Sekunden überspringen. Und dann habt ihr Zugriff auf das gesamte, sehr umfangreiche In-Flight Entertainment System hier von Turkish Airlines. Und umfangreich heißt bei Turkish Airlines auch umfangreich, denn neben verschiedenen Sprachen, die ihr auswählen könnt, unter anderem auch Deutsch, habt ihr hier die Möglichkeit, ganz, ganz viele Filme anzuschauen. Ihr könnt Live-TV schauen, Musik hören und natürlich gibt es auch die Live-Map, mit der ihr den Flug verfolgen könnt. Der Blick auf eine der Toiletten hier im Dreamliner darf auch nicht fehlen. Das Ganze sehr geräumig, sehr sauber und hier ist sogar eine Duschfunktion, also ein Dusch-WC mit verbaut. Ansonsten gibt es hier bei Turkish Airlines auch noch einige Amenities, zum Beispiel Seife, ein Colonia und eine Bodylotion. Ja, und soeben wurde das Boarding Completed angesagt, das heißt, alle sind eingestiegen und der Kapitän hat sich hier zu Wort gemeldet. Die Flugzeit heute nach Amsterdam 2 Stunden 55. Angegeben sind eigentlich 3 Stunden 40, aber wir kommen leider schneller durch, denn ich kann euch jetzt schon sagen, den Flug hier, den werde ich definitiv genießen. Sehr, sehr schönes Produkt und es könnte ruhig ein bisschen länger sein. Ja, und nachdem hier gerade schon das Begrüßungsgetränk am Boden verteilt wurde, bei Turkish Airlines besteht da immer die Auswahl zwischen einer hausgemachten Limonade, einem Wasser bzw. 2 Fruchtsäften. Auf Anfrage auch auf internationalen Flügen, Champagner übrigens, wurde hier gerade die Menükarte verteilt. Das ist übrigens eine sehr große Karte jetzt, neuerdings. Und wir haben hier auf unserem internationalen Flug nach Amsterdam die Auswahl zwischen 3 Hauptmahlzeiten. Zum einen das Adana Kebab, also typisch türkisch. Dann eine gegrillte Hähnchenbrust oder ein Olivenöl gebratenes Artischockengericht, also die vegetarische Option. Mal schauen, wofür ich mich entscheide. Das Ganze natürlich serviert mit einer Vorspeise und auch einem Dessert etc. Übrigens hier bei dem Sitz im Dreamliner von Turkish Airlines gibt es auch noch den 3. Sitzgurt, den ihr mit dem normalen Sitzgurt einmal verbinden müsst. Und selbst in der Start- bzw. Landeposition, also Sitz komplett gerade etc., hat man hier einen immensen Platz und es ist wirklich sehr bequem.
wenige Minuten nach dem Start kam jetzt auch schon der erste Service, und zwar ein schönes, heißes Tuch. Perfekt. Ja, und natürlich gibt es hier an Bord von Turkish Airlines auch ein WLAN. Dazu verbindet ihr euch einfach ganz normal mit dem WLAN-Netzwerk namens Türk Telekom Wi-Fi Fly und anschließend öffnet ein neues Fenster, wo ihr dann die Auswahlmöglichkeit habt, euch anzumelden. Ihr könnt das entweder mit den Flugdetails machen, also eurem Nachnamen und der Sitznummer. Ihr könnt euch aber, wenn ihr Miles & Smiles Mitglied bei Turkish Airlines, also bei dem Vielfliegerprogramm von Turkish Airlines seid, auch damit registrieren, beziehungsweise die Mobile App, also die Turkish Airlines App dafür nutzen. Das werde ich jetzt einmal machen und in der App öffnet sich direkt ein Anzeigefenster, was mir sagt, dass ich hier an Bord in der Turkish Airlines Business Class unlimitiertes Internet kostenlos habe. Dazu ist noch zu sagen, wenn ihr hier Mitglied wärt bei Turkish Airlines im Vielfliegerprogramm und einen Status habt, zum Beispiel den Elite Plus Status, den ich persönlich habe, oder den Elite Status, dann habt ihr hier auch eine bestimmte Freimenge an Internet. Und ebenso habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr kein Mitglied seid bei Turkish Airlines Miles & Smiles, dieses hier zu werden an Bord und damit, ganz egal, ob ihr einen Status habt oder nicht, den ihr ja nach Neuanmeldung dann nicht hättet, hier das kostenlose Internet mit der Messaging-Funktion, also zum Beispiel für WhatsApp zu nutzen. Ja, und hier im Dreamliner gibt es ja keine klassischen Fensterblenden, sondern ich hatte euch das ja schon gezeigt, ihr habt hier diese Knöpfe zum Verstellen und ich mache das Ganze jetzt mal. Vielleicht kann man es sehen, es wird gleich dunkler. Beide Fenster hier dunkeln sich automatisch ab. Und wer übrigens mal wissen möchte, wie laut es hier an Bord der Boeing 787, also einem sehr modernen Flugzeug ist, ich habe mir das gerade mal über die Apple Watch hier anzeigen lassen und wir sehen so um die 74 bis 80 Dezibel, variiert ein bisschen, aber wirklich relativ leise hier auch. Ja, und während wir gerade über Bulgarien sind, gab es das erste Essen als Service hier und dazu auch das erste Getränk in der Luft. Bei mir ein Champagner, den ich vorbestellt habe. Ja, bei Turkish Airlines grundsätzlich beim Essen auf den Europaflügen das Dessert, also den quasi letzten Gang und die Vorspeise auf einem Tablett. Das heißt, der Weg ist, ihr esst zuerst im besten Fall die Vorspeise, dann wird die abgeräumt, dann kommt die Hauptspeise eben hierhin und im Anschluss esst ihr dann das Dessert. Jetzt aber erstmal Prost! Ja, und wie typisch bei Turkish Airlines, das Essen generell in sehr hoher Qualität. Die haben ja auch ihren Catering-Dienstleister Do & Co. Das ist übrigens ein türkisch-österreichisches Unternehmen, catert unter anderem auch die Austrian Airlines und die sind wirklich bekannt für Top-Essen. Wir probieren das Ganze mal. Ich habe hier so ein bisschen Bohnen und Fisch und Kartoffeln, also erstmal so ein Salat-Fisch-Mix quasi als Vorspeise. Ein bisschen senfige Soße, aber sonst sehr frisch und sehr lecker. Ja, und während ich hier meine Vorspeise gerade gegessen habe und jetzt natürlich auf meine Hauptspeise warte, ich bin mir übrigens noch nicht ganz sicher, was ich wählen werde, aber ihr werdet es gleich sehen, kam die Crew schon wieder und hat gefragt, ob ich noch was zu trinken möchte. Da ich natürlich nicht Nein gesagt, noch ein Glas Champagner und eine schöne Cola Zero mit Eis und Lemon. Der Service hier allgemein total gut. Die Crew schon mehrmals hier lang gelaufen, hat immer geschaut, leere Gläser, irgendwie benutztes Geschirr etc. sofort weggeräumt. Macht bisher einen sehr, sehr guten Eindruck. Ja, und relativ schnell, wir sind übrigens gerade über Rumänien, kam jetzt auch die Hauptspeise. Und ich musste es einfach nehmen. Ich musste mich für das typisch türkische Gericht Adana Kebab entscheiden. Es hätte, wie gesagt, noch die Hähnchenbrust und die Artischocke zur Auswahl gegeben, aber ich habe das Adana Kebab gewählt. Und das werden wir jetzt mal probieren. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Adana Kebab, denn es ist mit Reis serviert und so einer speziellen Soße. Die kenne ich so tatsächlich gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und man sieht hier noch im Adana Kebab, wo quasi der Spieß durchgestochen war, als das Ganze gegrillt wurde. Das heißt, das ist auch wirklich original gegrillt worden. Das ist jetzt hier nicht irgendwie nur schnell warm gemacht oder so, sondern das Essen hat auf jeden Fall schon mal einen Grill gesehen. Und ansonsten sehr, sehr frisch, nicht überkocht, sehr lecker.
Das habe ich schon schlechter am Boden gegessen. Ja, und nach diesem grandiosen Essen habe ich den Sitz jetzt mal in die Lounge-Position gemacht. Das heißt, so quasi halb liegend, also sehr bequem. Und die Crew, die kommt hier wirklich alle paar Minuten durch, schaut immer, ob man noch was möchte, ist aber halt auch nicht aufdringlich, sondern du kannst dich einfach melden, noch was bestellen. Ich habe jetzt eben noch ein Glas Champagner genommen und es wird dir in einer Windeseile gebracht. Das ist wirklich grandios. Also absoluter Top-Service hier von der Crew. Mega. Und natürlich ist es nochmal Zeit, euch eins der Hauptargumente, einen Business-Class-Flug zu buchen, besonders auf Langstrecke zu zeigen, nämlich die Schlaffunktion, also die Bettfunktion des Sitzes. Ich hatte euch das ja am Anfang schon gezeigt. Ihr habt hier am Sitz verschiedene Auswahlmöglichkeiten, also Schnellauswahlmöglichkeiten. Und das probieren wir jetzt mal aus mit der Bettfunktion. Ja, und ihr habt es ja gerade schon über die Schnellauswahlfunktion gesehen. Das Ganze geht super fix, also das Bett stellt sich wirklich sehr schnell ein. Und hier liege ich jetzt in einer quasi umrundeten eigenen Kapsel oder Halbkapsel kann man es nennen. Und das Ganze ist super bequem. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, auf einer Langstrecke würde es jetzt hier bei Turkish Airlines zum einen ein größeres Kissen geben. Es würde eine Decke geben, also eine richtig dick gefütterte Decke. Und es würde vor allem hier eine Matratzenunterlage geben. Auf der Kurzstrecke bzw. Mittelstrecke nach Amsterdam das Ganze jetzt natürlich nicht. Hier ist es der Europa-Service und ich persönlich bräuchte jetzt hier tatsächlich auch nichts. Es ist auch so ohne Matratzenunterlage sehr, sehr bequem und man hat hier oben auch ordentlich Platz. Ja, und weiterhin kann ich den Platz hier natürlich auch noch ein bisschen erweitern, indem ich nämlich hier die Sitzlehne runterdrücken und einrasten kann. Das gibt dann nochmal deutlich mehr Platz. Und ansonsten ist hier aber auch wirklich gut Platz und ich könnte jetzt hier auch eine Runde schlafen. Jetzt schauen wir uns einmal den Fußraum an. Und zwar sehen wir hier, ich mit 1,80 Meter kann hier wunderbar liegen. Der Platz, wo die Füße sind, also die Fußablage da unten, das ist schon ein bisschen enger, aber es ist dennoch bequem und ich kann die Füße hier auch ohne Probleme ausstrecken. Übrigens einmal zum Monitor. Dieser lässt sich auch noch runterkippen, sodass man diesen dann noch besser sehen kann. Und mit dem Mobilteil habe ich natürlich hier die Möglichkeit, auch aus der liegenden Position das In-Flight Entertainment bequem zu steuern. Ja, und es geht weiter mit dem Top-Service hier. Nach dem Essen und nach dem Dessert nochmal ein weiteres heißes Tuch. Super. Ja, und für die letzten gut 1,5 Stunden hier im Flug nach Amsterdam hat die Crew die Kabine jetzt einmal abgedunkelt. Ich hätte jetzt auch grundsätzlich die Möglichkeit, meine Fenster, also meine beiden Fenster hier wieder heller zu machen. Das mache ich jetzt aber nicht, weil ich doch noch mal ein paar Minuten die Augen zumachen möchte. Und es gab nach dem Dessert und nach dem heißen Tuch noch eine Portion Nüsse. Das Ganze auch typisch auf den Europaflügen von Turkish Airlines. Ja, noch gut 45 Minuten bis zu unserer Landung in Amsterdam. Und ich habe gerade mal ein bisschen die Augen zugemacht, bin auch kurz eingeschlafen, jetzt wieder aufgewacht. Und was ist der beste Wachmacher hier an Bord von Turkish Airlines? Ganz klar, der türkische Kaffee, den gibt es natürlich auch hier an Bord. Und ebenso gibt es auch einen Mocktail, also einen Cocktail ohne Alkohol. So eine fruchtige Sorte, die habe ich mir auch gerade mal bestellt. Auf jeden Fall auch sehr lecker. Ja, und wir gehen gleich in den Anflug auf den Amsterdam Airport.
that you had a pleasant flight. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off, and do not open the overhead bins. You may use your electronic devices. Please be careful while opening the overhead bins when the aircraft reaches its final parking position. Thank you for flying with Turkish Airlines, a member of Star Alliance. We would like to say goodbye and hope to meet you again. Ja, und damit herzlich willkommen in den Niederlanden. Herzlich willkommen hier am Amsterdam Airport. Ja, wie ihr schon gemerkt habt, dieser Turkish Airlines Flug hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht, wirklich Freude bereitet und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen motivieren, möglicherweise auch mal für das Langstreckenerlebnis oder für einen ersten Einstieg quasi in das Langstreckenerlebnis sowas auch mal zu buchen. Turkish Airlines fliegt mit Flugzeugen aus ihrer Langstreckenflotte, also entweder mit dem A330, der 777, dem A350 oder wie jetzt bei mir der 787, wie gesagt, regelmäßig nach Europa, unter anderem in Deutschland auch nach Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, sogar alle 3 Destinationen täglich, aber auch zum Teil nach Hannover, Hamburg, Köln, Bonn etc., je nach Buchungslage. Also es gibt immer wieder Möglichkeiten und vielleicht konnte ich euch damit ja auch motivieren, sowas mal zu buchen und dann vielleicht das Ganze auch in Business Class abzugraden. Kurze Zusammenfassung zum Flug. Tolle Crew, toller Service, tolles Essen und auch der Sitz, also das Hardprodukt quasi, super bequem. Ich hatte nichts zu meckern. Natürlich kann man das jetzt nicht mit einem Langstreckenflug vergleichen, denn auf einem Langstreckenflug würde es eben noch mehr Annehmlichkeiten geben, wie ein Amenity-Kit, eine Matratzenunterlage, mehr Getränke, eine extra Weinkarte und solche Sachen. Das war jetzt hier, wie gesagt, einmal Langstrecke light, aber dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich hoffe, ich konnte euch auch so ein bisschen von dem Turkish Airlines Produkt begeistern, beziehungsweise euch da mal einen Einblick geben und vielleicht motivieren, das Ganze auch mal auf einer Langstrecke oder eben auf einer Kurzstrecke innerhalb Europas auszuprobieren. Ansonsten danke ich euch, dass ihr mitgekommen seid. Ich hoffe, euch hat es gefallen hier und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, liken, teilen, kommentieren und wenn noch nicht passiert, abonnieren. Vielen Dank und bis dahin bei Zwischengate und Ziel.